Herzlich willkommen beim Fest der Freude 2020. Ein Fest der etwas anderen Art. Auch wir sind von den Einschränkungen betroffen und können Ihnen dieses Jahr kein Fest der Freude am Heldenplatz mit einem wunderbar stimmungsvollen Konzert der Wiener Symphoniker in gewohnter Form anbieten. Aber der 8. Mai ist und bleibt ein Freudentag, da Österreich und ganz Europa vom Wahnsinn des Naziterrors befreit wurde. Ich lade Sie ein, das Fest der Freude heuer mit uns virtuell zu begehen. Seien Sie versichert, die Musik wird nicht zu kurz kommen. Zum ersten Mal werden wir Auszüge aus den Originalprotokollen der Befreier hören, weiters Eindrücke aus den Jahren davor, eine Rede unseres Bundespräsidenten, Beiträge der Befreiernationen, eine Zeitzeugin und einen literarischen Beitrag. Und das alles unter dem thematischen Schwerpunkt dieses Jahres: Menschlichkeit ohne Grenzen. Also, seien Sie gespannt und feiern Sie mit uns. Ja, Menschlichkeit ohne Grenzen ist ein sehr guter Leitspruch, denn ich habe so den Eindruck, dass Menschlichkeit in vielen Bereichen verloren gegangen ist. Denken Sie daran, an die Flüchtlingslager etwa in Griechenland und die Weigerung der Republik Österreich, 10 Kinder aufzunehmen. Da habe ich so das Gefühl, dass die Menschlichkeit in einigen Bereichen, auch der österreichischen Politik, verloren geht. Der aktuelle Bezug des heurigen Leitthemas, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Das Coronavirus zeigt uns, wie wichtig Solidarität innerhalb einer Gesellschaft ist. Das zeigt sich eben in kleinen Dingen, dass man für Nachbarn, die es nicht können oder einkaufen geht. Das zeigt aber auch, dass man sich um Leute kümmert, die vielleicht derzeit besonders isoliert sind. Aber ich denke eben auch, dass man hier auch größer denken muss, dass es hier auch Solidaritätsmechanismen über Landesgrenzen hinweg geben muss. Die aktuelle Situation, die jetzt durch die Covid-19-Krise in den Hintergrund geraten ist, aber die Debatten über Grenzen, Zäune und Mauern, die errichtet werden oder errichtet werden sollen. Wo wir uns dann fragen, vor wem sollen uns diese Mauern oder Grenzen oder Zäune schützen? Vor den Menschen, die fliehen, vor Hunger, vor Tod oder vor schlicht menschenunwürdigem Leben? Also ich persönlich glaube, dass die Menschen, die gesehen haben, wie ihre Kinder ermordet werden oder wie ihre Heimat zerstört wird, bereits an den Grenzen des Erträglichen sind. Wir müssen alle sehen, wie wichtig eben Menschlichkeit ist, wie wichtig das Zusammenleben der Menschen ist. Und da gibt es auch keine Grenzen. Die endet nicht an der österreichisch-italienischen Grenze oder an der österreich-slowenischen Grenze, sondern diese Menschlichkeit, dieses Einstehen von einem zum anderen sollte auch über Grenzen gehen. Menschenrechte sind das wichtigste Gut, das wir haben. Und ich glaube, dass diese Zweite Republik, die gegründet wurde, dass die Europäische Union, ein Friedensprojekt, die UNO, dass das eigentlich Garanten sind, dass Menschlichkeit überall herrschen sollte. Ja, theoretisch werden sie erfüllt in Europa. In der Praxis habe ich da meine Bedenken, denn wenn man beispielsweise an eines unserer Nachbarländer denkt, wo also faktisch ein demokratisch gewählter Ministerpräsident das Parlament ausschaltet, dann ist das der Beginn, wo auch die Gefahr besteht, dass Humanität und Menschlichkeit unter die Räder kommt. Naja, man sieht ja in aktuellen Debatten auch mit dem Anstieg von rechtsextremen Vorfällen, die immer mehr werden und jetzt auch zunehmend mehr an KZ-Gedenkstätten und man sieht in der Einschränkung der Pressefreiheit in verschiedenen Varianten, dass immer mehr Menschenrechte und Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Da gibt es die Menschenrechtskonvention und die wurde von einem Innenminister
in Frage gestellt. Und das war nicht vor 75 Jahren, sondern das war nur vor 2 Jahren. Das ist eben genau unsere Verantwortung von uns allen, aus dieser Geschichte zu lernen und jetzt eben hinzuschauen und nicht wegzuschauen, sondern etwas zu sagen und etwas zu tun. Und das ist ein Kampf im Endeffekt, den man einerseits sehr verschieden führen kann, aber der vor allem halt auch in Zukunft weitergeführt werden muss. Meine Hoffnung ist, dass das Menschliche, die Menschlichkeit am Ende des Tages triumphieren wird. Jetzt sehen Sie einen Ausschnitt aus den US-Befreierprotokollen, die die Situation in den ersten Tagen der Befreiung aus dem Blickwinkel verschiedener Militärs beschreibt. Diese Protokolle werden sich durch diese Sendung wie ein roter Faden ziehen und lassen Sie teilhaben an den Ereignissen rund um den 8. Mai. Es lesen Mercedes Echerer, Konstanze Breitebner und ich. Am 5. Mai 1945 gab das Hauptquartier der 11. Panzerdivision bekannt, dass 4 Brücken zwischen Urfahr und dem nahegelegenen Ober-Ottensheim gesprengt waren. Kampfkommando B schickte um 15:30 Uhr eine Netzmeldung, dass die Nordpatrouille bei 91396 auf Widerstand stieß und ausweicht, um in den Osten zu kommen. Spähpatrouille stieß bei Mauthausen auf starkes Kleinwaffen-, Granatwerfer- und Panzerfaustfeuer. Sie wich aus, jetzt 3 Kilometer westlich von Zeitling. Am 6. Mai meldete die Panzerdivision, dass die 17. Kampf- und Ersatz- und Trainingseinheit der Deutschen mit 167 Mann und 96 Hunden bei Aich gefangen genommen wurde. Von jetzt an verschob sich der Schwerpunkt der Aktionen beim 20. Korps etwas. Barry Craig berichtet auf Seite 19 seiner Chronik der 11. Panzerdivision Donnerkeil, Ardennen, Rheinland, Zentraleuropa Folgendes. Mauthausen und Gusen. In beiden Lagern waren an die 40.000 brutal misshandelte Gefangene. Sie erzählten ihren amerikanischen Befreiern, dass in 4 Jahren mindestens 45.000 Körper im Lagerkrematorium verbrannt wurden. Weitere Tausende waren in Gaskammern gestorben und wurden erschlagen oder mit tödlichen Injektionen vergiftet. Die 11. Panzerdivision schickte schnell Ärzte und alles verfügbare medizinische Gerät und Material, um mehr Tode zu verhindern. Die Botschafter der 4 alliierten Befreiungsnationen, USA, Russland, Frankreich und Großbritannien, haben zum 8. Mai Folgendes zu sagen. Today, the United States joins Austria in commemorating the end of World War II in Europe. We do this at a moment of global crisis that for most of us is an unprecedented societal and economic upheaval, and a tragic loss of life. Despite the pandemic, however, we want to take a moment and come together, virtually, to remember the victims of the war and honor the Allied armies and the hard-working women and men on the home front for their sacrifices and devotion to liberating the Western world. As fewer and fewer of those who witnessed these times are with us, it is our responsibility to remember those momentous events. The United States, like Austria, is committed to educating present and future generations and to ensuring that the horrors of the war do not fade from collective memory. Heute sind die Beziehungen zwischen Österreich und den USA stärker denn je. Als Botschafter ist mir diese Partnerschaft sehr wichtig. Das ist ungewöhnlich. Sie sind Gelegenheiten, die ganz neu für uns sind. Wir sind gleichzeitig im Frieden, aber auch im Kampf. Ich wünsche, dass
diesen Fest von heute durch Video, durch anderen Ereignissen uns mehr Kraft gibt. Mehr Kraft für unseren Kampf gegen den Virus und auch um mehr Energie, um gemeinsam zu sein. Unsere Einigkeit ist wirklich entschieden, um erfolgreich zu sein. Danke. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, an diesem 75. Jahrestag der Befreiung Österreichs von Naziterror denken wir an die zahlreichen Opfer der Gräueltaten. Wir denken auch an die Heldinnen und Helden, die Widerstand gegen Faschismus geleistet haben. Und wir erinnern uns, dass wir immer wachsam bleiben müssen und dass wir selbst immer bereit sein müssen, Widerstand gegen Faschismus zu leisten, damit wir sicher sein können, dass solche Ereignisse nie wieder sich in Österreich wiederholen können. Darin bleibt Großbritannien ein zuverlässiger Partner von Österreich. Ich danke Ihnen. Liebe Freunde, vor 75 Jahren wurde der Akt über die bedingungslose Kapitulation Nazi-Deutschlands unterzeichnet. Die Rote Armee setzte durch die Einnahme Berlins den siegreichen Schlusspunkt im Krieg gegen die Hitler-Diktatur. Der Narzissmus war zerschlagen. Ihren Beitrag zu unserem gemeinsamen Sieg leisteten die Alliierten und Antifaschisten vieler Länder. Der Sieg eröffnete den Weg zur Wiedergeburt eines freien, unabhängigen und demokratischen Österreichs. Wir verneigen uns im aufrichtigen Gedenken über jene, welche heldenhaft gegen die Nazi-Horden an der Front kämpften, in Konzentrationslager, in Gefangenschaft und in Okkupation umkamen. Österreich wurde zur letzten Ruhestätte für über 80.000 Rotarmisten. Wir sind den österreichischen Partnern für die sorgfältige Kriegsgräberfürsorge dankbar. Das Vergessen der Vergangenheit kann schreckliche Folgen nach sich ziehen. Unsere gemeinsame Aufgabe besteht darin, das nicht zuzulassen. Nie wieder. Die Befreiung vom Faschismus im Mai 1945 erfüllte die Herzen mit der lang ersehnten Freude. Herzliche Glückwünsche, werte Freunde. Bewahrt euch. We are going through difficult, unprecedented times. But today's Festival of Joy is a moment to remember and celebrate the end of the atrocities of the Second World War. 75 years since the liberation of Auschwitz, it's also an occasion to pay tribute to the millions of victims of the Holocaust and to send a resounding message: never again. The European Union has been built with humanity, rule of law, fundamental rights at its very core. And it must always remain the epicenter of solidarity. By staying true to our values and with strong European solidarity across borders, we will come out stronger of the current crisis. Our way of life may have been affected, but the principles that underpin it have not. Because when we humans unite, nothing can defeat us. And when we Europeans are tested, unity prevails. Together, we shall overcome. Together, we shall come out of this stronger. Die Wettervorhersage für den 7. Mai war unangenehm. Unbeständig, bewölkt mit gelegentlich leichtem Regen oder Nieseln,
Bedingungen ungünstig für Luft- oder chemische Aktivitäten. Noch beunruhigender waren die immer genauer werdenden Informationen. Hauptmann Werner von der 11. Panzerdivision gelang es, eine Folgenachricht an die Aufklärungsabteilung des 12. Korps zu schicken. Mauthausen 0283 hat ein Lager mit geschätzten 16.000 politischen und anderen Kriegsgefangenen, meist russisch und polnisch, und ein paar Amerikaner. Lager jetzt unter Kontrolle, haben Wachen dort. Bedingungen erbärmlich, haben ein Krankenhaus, wo die Umstände grauenvoll sind. Wir schlagen vor, jemand vom Korps besucht das Lager morgen mit dem Rotkreuzpersonal und Kameras. Bei Gaufen W0084 entkamen die Kriegsgefangenen vom Lager. Sie nehmen die Stadt auseinander. Am 8. Mai 1945 war der Krieg vorbei. Das 131. Evakuierungslazarett traf ein, um kranke Überlebende zu versorgen. Generalmajor Reinhardt stellte einige seiner Soldaten ab, um beim Beerdigen von Toten und der Betreuung von Insassen in Gusen und Mauthausen zu helfen, bis die Division im August 1945 aufgelöst wurde. Generalmajor William Stuart Paul von der 26. Infanteriedivision rief General K9 um 13:25 Uhr an, denn da waren 3.250 französische Kriegsgefangene in einem Dorf etwa 50 Kilometer südlich seiner Linie. Er hatte ihnen gesagt, für den Moment an Ort und Stelle zu bleiben und dass sie später vermutlich vorrangig behandelt würden. Er hat seinen französischen Verbindungsoffizier vor Ort. Sie haben Essen für etwa 24 Stunden. Am 8. Mai wollte die 11. Panzerdivision noch immer, dass ihre Kavallerie die Sowjets kontaktiert. Foy schickte eine Patrouille über die Donau mit dem Befehl, südlich und östlich zu erkunden. Nachdem sie versehentlich von sowjetischen Tieffliegern beschossen wurden, fand die Patrouille die Sowjets. Als nächstes darf ich Ihnen die Fanfare For the Common Man von Aaron Copland ankündigen. Geschrieben wurde das Stück 1942 während des Zweiten Weltkriegs. Ursprünglich war der Auftrag des Komponisten, einen musikalischen Tribut für die Soldaten im Krieg zu schreiben. Copland komponierte stattdessen eine Hommage an die einfachen Bürger, für jedermann. Es spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Eva Ollikainen. Diese Aufnahme stammt vom Fest der Freude 2019.
Wenn ich diese Bilder sehe, freue ich mich jetzt schon auf das nächste Jahr, um Sie alle wieder am Heldenplatz live begrüßen zu können. Jetzt wird Willy Merny, Vorsitzender des Mauthausen-Komitees, seine Gedanken zum 8. Mai und Menschlichkeit ohne Grenzen mit uns teilen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2013 habe ich die große Ehre, Sie am Abend des 8. Mai am Heldenplatz zu begrüßen. Und jedes Jahr überkam mich das gleiche Gefühl von Ehrfurcht und Freude. Ehrfurcht vor den vielen, vielen Menschen, die gekommen waren, um die Befreiung zu feiern. Und Freude, dass es eine Feier war, ohne die Gespenster der Vergangenheit, ohne Neonazis oder rechtsextreme Pöbler, die ihr Heldengedenken am Heldenplatz durchführen. Und heute stehe ich hier und werde Sie nur virtuell begrüßen, weil wir aufgrund der behördlichen Maßnahmen und weil wir niemanden gefährden wollen, das Fest der Freude virtuell durchführen. Dieses virtuelle Fest der Freude ist nicht zu vergleichen mit einem Fest der Freude am Heldenplatz. Aber es war für uns die Frage, sollen wir jetzt absagen oder es alternativ durchführen? Und eine Absage des Festes der Freude kam für uns einfach nicht in Frage. Normalerweise hätte ich jetzt ins Publikum geschaut und hätte anstelle von hochrangigen Politikern und Politikerinnen nur eine Gruppe extra begrüßt. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die dem Fest der Freude seit seinem Bestehen beiwohnen. Einen, der immer bei uns war Richard Vardani. Ich erwähne Richard Vardani, weil er vor kurzem von uns gegangen ist. Richard Vardani war ein Mensch, der wie viele andere Überlebende uns bei unserer heutigen politischen Arbeit so gut er konnte unterstützte. Er war ein Unruhiger, ein Aktiver. Sein Leben und sein Wirken konnte auch unter dem Titel des diesjährigen Festes der Freude stehen. Menschlichkeit ohne Grenzen. Er erlebte den Nationalsozialismus, er konnte sich nicht weiter unterordnen und er desertierte 1944. Als er dann nach Österreich zurückkehrte, wurde er angepöbelt, warum er denn nicht seine Pflicht getan hat. Vardani erlebte, wie an die vielen anderen Opfergruppen gedacht wurden. Publikationen, Symposien, Denkmäler entstanden, aber nicht für die Wehrmachtsdeserteure. Vor rund 20 Jahren wird das Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz gegründet. Vardani ist Gründungsmitglied. Durch seine Initiative wird 2014 am Ballhausplatz das große Deserteursdenkmal eröffnet. Letztes Jahr beim Fest der Freude hat Richard Vardani gesagt, es ist eine richtige Freude, diesen Platz voll von Menschen zu sehen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Und ich glaube, das ist genau das, um was es beim Fest der Freude geht. Einerseits der Befreiung zu gedenken, aber andererseits sich auch darauf zu besinnen, dass Menschlichkeit im Sprachschatz der Nationalsozialisten nicht vorkam. Dass Menschlichkeit keinen Wert hatte. Nazis kannten nur wir und die anderen. Auf diese Logik bauten die Nationalsozialisten ihr Terrorregime auf. Und diese Logik verwenden Rechtsextremisten auch heute noch auf der ganzen Welt. Eine politisch und moralisch verwerfliche Einstellung. Eine Einstellung, die völlig außer Acht lässt, dass Menschlichkeit ein unteilbarer Wert ist. Leben wir diese Menschlichkeit. Feiern wir den 8. Mai als Tag der Befreiung und der Menschlichkeit. Vielen Dank. Eine besondere Freude und Ehre ist es uns, unseren Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bei unserem virtuellen Fest begrüßen zu dürfen. Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben. Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Vor 75 Jahren wurde Österreich, wurde Europa endlich befreit von der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus. Millionen Tote waren zu beklagen, durch den Krieg, durch den Holocaust, durch Verfolgung und Ermordung. Das ganze Ausmaß der Vernichtung durch das Naziregime wurde offenbar. Hunger war an der Tagesordnung. Österreichs Städte lagen in Schutt und Asche. Und gleichzeitig war der 8. Mai 1945 ein Tag der Freude. Der Freude über das Wiedererlangen von Frieden, Freiheit,
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, und darum feiern wir das Fest der Freude. Meine Damen und Herren, wir begehen dieses Fest der Freude in diesem Jahr unter besonderen Umständen. Wir können leider nicht, wie in den Jahren zuvor, zusammen auf dem Heldenplatz gedenken, zuhören und feiern. Vieles ist heuer anders. Aber gerade in Zeiten so großer Herausforderungen ist es wichtig, an unser Österreich zu glauben, an seine Stärken, seine Errungenschaften und seine Fähigkeit, auch schwierige Situationen zu meistern. Und das bedeutet auch und ganz wesentlich, dass wir niemals vergessen, dass das Fundament unseres Österreich ein klares Bekenntnis bildet, ein Bekenntnis zu Grund- und Freiheitsrechten, zu Rechtsstaatlichkeit, zu Demokratie und zu Solidarität. Ein Bekenntnis gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Ohne Erinnern an die schreckliche Vergangenheit gibt es keine humane Gegenwart. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von damals, die die Gräuel persönlich erfahren mussten, sind uns Vorbilder für das Heute. Dafür möchte ich Ihnen danken. Erinnern will ich bei diesem heurigen Gedenken besonders an Richard Wadani, der uns vor wenigen Tagen für immer verlassen hat. Ihm ist es wesentlich zu verdanken, dass die Verfolgten der NS-Militärjustiz rehabilitiert wurden. Sein Vermächtnis ist das Deserteursdenkmal auf dem Ballhausplatz. Dort, vor der Präsidentschaftskanzlei und dem Bundeskanzleramt, erinnert es daran, dass humanistische Werte das politische Handeln bestimmen müssen. Und es erinnert daran, dass es auf jeden von uns ankommt, wenn es gilt, diese Werte zu schützen. Meine Damen und Herren, nützen wir das Fest der Freude 2020 dazu, uns selbst zu fragen, worauf es in unserem Leben wirklich ankommt, wofür es sich lohnt, einzutreten. Vielen Dank. Auch dieses Jahr freue ich mich sehr, dass wir die Gedanken einer Literarin zu diesem besonderen Tag einholen konnten, Julia Rabinowitsch. Zuerst das Gefühl der Freude, des Dankes und der Demut dafür, dass die Hölle auf Erden mitten im Herzen Europas vorbei ist. Dafür, dass Österreich jetzt ein anderes Österreich ist als damals. Dann aber folgt das Nachhaken. Ja, Österreich ist ein anderes geworden. Wir wissen, wie es dazu kam, dass Menschen wie Vieh in Waggons ihrer Ermordung entgegengekarrt wurden. Wir wissen, wie man sie erst ihrer Rechte, dann ihrer Menschlichkeit beraubte. Es ging Schritt für Schritt, mit kleinen Pausen dazwischen, damit man sich daran gewöhnen konnte. Niemals vergessen ist ein beliebter Spruch, aber eine nicht halb so gern gesetzte Handlung. Das, was schrecklicher Abgrund war, ist also überwunden, wenn auch noch immer nicht verarbeitet worden. Ja, wir wissen das. Wir haben viel dazu gelesen, gesehen, gehört. Und dennoch schleicht es sich wieder ein, dieses Schrittchen für Schrittchen, das die Grenzen verschiebt und die Wahrnehmung, bis man sich an im Wasser treibende Kinderkörper an den europäischen Küsten gewöhnt. Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Es geht nicht ohne hässliche Bilder. Es ging nicht ohne hässliche Bilder. Der Stacheldraht sprießt also wieder durch Europa, neue Triebe einer alten, allzu alten Welt. Europa trug auch in der Vergangenheit das Stacheldrahtkleid. Menschen, die daran gehindert wurden, ihre Heimat zu verlassen, starben, in Verstecken aufgestöbert, entmenscht, ausgezehrt, gespannte Haut über den Knochen. Kinder, die in Leichenbergen spielten und in ihnen Schutz vor der Witterung suchten. Das ist unsere europäische Vergangenheit. Nie wieder, hat man damals gesagt, und heute blickt man dennoch in die wiedergeborenen, allerdings noch vorläufig schaumgebremst, entgleisenden Fratzen dieses Entmenschlichens. Das Eis der Zivilisation ist dünn.
Zu dünn, um darauf Probebohrungen politischer Natur zu veranstalten. Das Eis ist dünn und sein Knacken ist recht deutlich zu vernehmen in Tagen wie diesen. Was wir brauchen in diesen Tagen: Verbundenheit und Empathie. Wir brauchen Handschlagqualität und keine Fähnchen im Umfragewind. Menschen, die einstehen und keine Lippenbekenntnisse ablegen. Wir brauchen keine Privatmeinungen zu jenen Kindern, die jetzt in den griechischen Lagern unter erbärmlichen Zuständen vegetieren, sondern Handlungen, die den sogenannten Werten Europas entsprechen. Diese vielbeschworenen europäischen Werte, was genau soll das sein? Die Anbetung der Vergangenheit unter Ausblendung ihrer Verbrechen? Oder doch das Besinnen auf das, was Menschen zu Menschen macht? Mitgefühl und Verantwortung. Das Besinnen auf das, was Europäer und Europäerinnen zu Europäern und Europäerinnen macht. Die Aufklärung und der Humanismus? Ich sehe aus meinem Fenster und ich sehe die Stolpersteine, die die Namen der nach 1938 ermordeten Juden benennen, bronzene Erinnerungsinstanzen vor den Hauseingängen betroffener Immobilien. Im Nebenhaus hat jemand ein Hakenkreuz in den Staub des Fensterglases gezeichnet. Das, was wir überwunden glaubten, ist zurück. Noch ist es unstet, verwischt, hat sich nicht vollends materialisiert und der Schlaf unserer Vernunft liegt noch in den Wehen. Es geht nicht mehr um das Vergessen, es geht nun um das Verhindern. Danke, Julia Rabinowitsch. Österreichische Zivilisten, die man Berichten zufolge auf den Straßen von Linz zusammengeholt hatte, waren zu Beerdigungsdiensten genötigt worden. Sie mussten Körper innerhalb der Anlage sammeln und auf Bahren zur Stelle des Massengrabes bringen. Die meisten Träger waren gut gekleidet, einige in Businessanzügen. Sie wurden zum KZ Mauthausen gebracht und gezwungen, die schrecklich grausamen Ergebnisse der Nazi-Gräueltaten persönlich zu sehen und zu erfahren. Die menschlichen Überreste, die sie auf Bahren trugen, waren durch Verhungern zu mit Haut bedeckten Skeletten reduziert, die kaum Ähnlichkeit mit lebenden Personen hatten. Bewaffnete amerikanische Soldaten sorgten dafür, dass die unfreiwilligen Träger ihre tote Fracht mit entsprechender Sorgfalt und Würde behandelten. Sie legten die Körper kreuzweise in die Gräben Seite an Seite. Soweit ich weiß, wurde in jedem Graben nur eine einzige Schicht von Körpern platziert. Ich sah nur 2 Gräben. Es mögen auch Gräben an anderen Stellen gewesen sein. Ich habe Fotos von Beerdigungsgräben gesehen, Berichten zufolge vom KZ Mauthausen, die weniger tief und einheitlich waren als jene, die ich gesehen habe. Sie schienen per Hand gegraben worden zu sein, vermutlich vor der Befreiung. Auch 1 oder 2 unserer Schwadronen wurden ins Lager geschickt, um einige der Baracken zu zerstören und zu verbrennen. Sie waren mit menschlichem Schmutz und Krankheitserregern so verseucht, dass sie nicht mehr mit Gefangenen belegt gewesen waren. Am 8. Mai 2013 fand das Fest der Freude zum ersten Mal statt. An diesem Tag lud das Mauthausen-Komitee in Vertretung von vielen Initiativen zu einem Konzert mit den Wiener Symphonikern auf den Heldenplatz ein, um das Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft gemeinsam zu feiern und um sich zu erinnern. Für dieses Erinnern waren und sind unsere Zeitzeugen unendlich wichtig. Unverzichtbare Stimmen, die uns von dieser Zeit erzählen. Sie mahnen uns, sie sensibilisieren uns und schärfen unsere Wachsamkeit. Sie sind der eigentliche Höhepunkt des Fest der Freude. Ein paar dieser bewegenden Momente der letzten Jahre haben wir für Sie zusammengefasst. Meine Pflicht ist es, zu erinnern. 1938 war ich hier am Heldenplatz. Ich war damals 9 Jahre alt und ein kleines Mädel.
hier am Platz dicht gedrängt, eine jubelnde, begeisterte Menschenmenge. Wie erschreckend, was daraus geworden ist. Ich habe meine Mutter dann nicht mehr wiedergesehen, denn sie und ihre Mitkämpfer sind am 23. Dezember 1944, einen Tag vor dem Heiligen Abend, einen Tag vor meinem 16. Geburtstag in Graz hingerichtet, ermordet worden. Unter dem Fallbeil hat man ihnen ihr Leben genommen. Ich war erst 7 Jahre alt, als mir ein Wiener Nazi-Offizier seinen Revolver an meinen Kopf hielt. Freunde, wir mussten diesen Kampf führen, nicht gerne. Wer will nicht Harmonie? Aber ich war der Jüngste, darum bin ich der Letzte, der seit 1946 bei all diesen Auseinandersetzungen dabei war. Es musste sein. Ich kann nur appellieren. Man kann denken, immerhin 80% der Österreicher praktisch demokratisch, aber 20% leider. Leider. Wir sollen froh sein und zufrieden und dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir reden können, wo wir fahren können, wo wir gehen können, ohne Angst. A world full with freedom and humanity. I'm joining to this spray and proud to invite to the stage my grandfather, my hero, the fighter and survivor I wouldn't be here without. Ich habe sehr Freude und Angst, dass die Welt geht vielleicht zurück zu diesen Sachen 71 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und wir müssen aufhören, die Krügen, Genocide, Rassismus und beschützen die Demokratie. Das ist ja die wichtigste Sache. Alle diese schrecklichen Gräuel, die dürfen wir einfach nicht vergessen, niemals vergessen. Überhaupt dieses Kapitel der österreichischen Geschichte darf nicht vergessen werden. Und ich bitte Sie alle, sind Sie aufmerksam, sind Sie wachsam. Nie wieder, never again. Danke, Toda. Der deutsche Dirigent Alexander Liebreich hätte heuer die Wiener Symphoniker beim Fest der Freude dirigieren sollen. Wir freuen uns sehr, dass er uns eine Videobotschaft gesendet hat. Wie so viele Orchester können auch die Wiener Symphoniker aktuell nicht gemeinsam proben und musizieren. Für das heurige Fest der Freude haben sie sich aber zumindest im virtuellen Raum zusammengefunden, um für uns zu spielen. Maestro, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 8. Mai feiert Österreich den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Es ist großartig, dass die Wiener Symphoniker seit 2013 genau an diesem Tag das Konzert zum Fest der Freude spielen. Und zwar in der Verantwortung für unsere Zukunft, im Einsatz für den Frieden, gegen das Vergessen, aber zugleich auch als Aufruf zum Miteinander in Freude. Mich ehrt das in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil ein Teil meiner eigenen Familie den grausamen Weg der Vernichtung gehen musste. Und zum anderen, weil ich mich den Wurzeln der Wiener Symphoniker eng verbunden fühle. Ein musikalischer europäischer Kulturraum, der Österreich, Böhmen, Mähren bis nach Bayern umfasst. Auch wenn wir heute nicht gemeinsam beim Konzert zusammen sein können, so ist der Tag heute wichtig und wir müssen erinnern, dass die Kultur so wichtig für unser Zusammenleben ist. Dabei geht es nicht nur um die klassische Musik, es geht um den Urbegriff der Kultur, um zwischenmenschlichen Umgang, um Respekt füreinander und um die Freiheit der Gedanken. Die Wiener Symphoniker spielen nun den zweiten Satz aus der 7. Symphonie von Ludwig van Beethoven A-Dur. Sie ist entstanden unter dem Eindruck
der europäischen Befreiungskriege von der jahrelangen napoleonischen Vorherrschaft. Auch im zweiten Satz dieser Symphonie, im dunklen Rhythmus in A-Moll, gibt es Hoffnung. Nach Beethovens Lebensmotto Seid umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Es geht um den globalen Humanismus.
Zu keinem Zeitpunkt sind Menschenrechte zu verhandeln. Das ist und bleibt unser aller Fundament. Erika Kosner, Zeitzeugin aus Wien, hat hautnah erlebt, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn diese Rechte außer Kraft gesetzt werden. Und ihr Schluss daraus ist: Wichtig sind nicht Hautfarbe und Religion, sondern dass wir alle Menschen sind. Mein Name ist Erika Kosner, ich bin 88 Jahre alt und gehe als Zeitzeugin an Schulen. Der Grund dafür ist der, dass man mich im Jahr 1941 aus der Volksschule mit der Bemerkung entfernt hat, ich wäre nicht würdig, mit arischen Kindern in die Schule zu gehen. Ich war Klassenärzte und für diese begeisterte Nazi-Lehrerin war ich ein Dorn im Fleisch. Ich habe nämlich nicht den Nürnberger Rassegesetzen entsprochen. Es wäre mir also eine Genugtuung gewesen, am Heldenplatz beim Fest der Freude an jener Stelle zu stehen, an der 1938 der Urheber des Wahnsinns stand, der diesem Jahr folgte. Er und seine begeisterten Anhänger haben nicht nur mir meine Kindheit und Jugend geraubt, sondern ihre Machtgier hat auch vielen Millionen Menschen, nicht nur in den Konzentrationslagern, sondern auch auf den Kriegsschauplätzen, das Leben gekostet. Diese Verbrecher sind schon lange tot, aber ich lebe noch. Und deshalb ist es auch meine Pflicht, dagegen zu kämpfen, dass deren Ungeist, der noch immer oder schon wieder in manchen Köpfen spukt, weiter sein Unwesen treibt. Das Schicksal meiner Generation soll den Nachkommenden erspart bleiben. Ich bin nur eine schwache Frau, aber ich werde, solange meine Kräfte reichen, dafür kämpfen. Darum gehe ich als Zeitzeugin, wie schon gesagt, an Schulen. In meiner Familie hat noch nie jemand eine Waffe gebraucht. Meine Waffe ist das Wort. Damit versuche ich der Jugend Menschlichkeit und Toleranz beizubringen. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, ob eine Zeit, wie ich sie erlebte, wiederkommen könnte. Wer die Hetzreden mancher Zeitgenossen hört, muss diese Frage leider bejahen. Es wird immer behauptet, die Jugend interessiere sich nicht für Geschichte. Das stimmt nicht. Die Jugend interessiert sich sehr wohl für Geschichte. Man muss nur wissen, wie man sie ihr bringt. Ihr Dank dafür sind viele Fragen und auch Dankbriefe. Vielleicht hat auch ein Erlebnis zu meiner Lebenseinstellung beigetragen. An der Stelle, an der ich heute wohne, habe ich 1945 als 13-Jährige gemeinsam mit anderen Jugendlichen aus einer Schutthalde Ziegel herausgegraben. Wir haben diese Ziegel geputzt und zu Stößen aufgeschichtet. Am Abend waren wir stolz, wenn wir das Geleistete betrachtet haben. Und damit hat der Wiederaufbau begonnen. Diese Jugendlichen waren aus den verschiedensten Organisationen. Katholische Jugend, Pfadfinder, sozialistische Jugend, die damalige Freie Österreichische Jugend, zwar die Jugend der Kommunistischen Partei. Es hat keiner gefragt, woher kommst du, welche Einstellung hast du? Wir waren Österreicher und wir waren darauf stolz. Dass wir damals Glück hatten und in welcher Gefahr wir uns befanden beim Ausgraben dieser Ziegel, habe ich erst im Jahr 1960 erfahren, als beim Aushub für den Hausbau ein Blindgänger mit einem Gewicht von 25 Kilogramm gefunden wurde. Wir hatten das Grauen der vergangenen Jahre überlebt und waren, wie gesagt, stolz, Österreicher zu sein. Viele haben das in den Jahren des Wohlstands wieder vergessen. Die Frage ist jetzt, brauchen die Menschen erst Kriege oder Krisen, wie wir jetzt wieder eine haben,
um zu begreifen, dass nur das Miteinander und Füreinander stark und glücklich macht. Das Fest der Freude soll uns nicht nur an das Kriegsende erinnern, sondern auch an unsere Verantwortung für den Frieden und das Glück der folgenden Generationen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es ist weder die Hautfarbe, noch die Religion, noch die Rasse ausschlaggebend. Wichtig ist nur eines: Mensch zu sein. Als Abschluss möchte ich nur eines erwähnen, was mir mein Vater auf den Lebensweg mitgab. Wenn du im Leben auf alles vergisst, vergiss nie, dass du ein Mensch bist und handle danach. Sollte ich meinen Vater in einem schöneren Leben wieder treffen, hoffe ich, ihm sagen zu können: Ich glaube dir keine Schande gemacht zu haben. Vielleicht trägt mein Einsatz dazu bei, dass es wieder mehr Menschen und weniger Leute gibt. Unser virtuelles Fest der Freude kommt jetzt zu einem Ende. Im Namen des Mauthausen-Komitees Österreich bedanke ich mich bei den Wiener Symphonikern für die musikalischen Beiträge. Danke News on Video für die Produktion. Danke an ORF3 für die Übertragung und an 9 Yards für das Streaming. Ich bedanke mich bei der österreichischen Bundesregierung, der Stadt Wien und beim Zukunftsfonds der Republik Österreich, die durch Subventionen diese Veranstaltung ermöglicht haben. Recht herzliches Dankeschön an das engagierte Team, größtenteils ehrenamtlich, das dieses virtuelle Fest auf die Beine gestellt hat. Stellvertretend für alle bei der Mauthausen-Komitee Österreich Geschäftsführerin Christa Bauer. Das Fest der Freude wird traditionell mit der Ode an die Freude aus dem Finalsatz von Beethovens 9. Symphonie beschlossen. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2017 mit der finnischen Sopranistin Camilla Nylund und dem Dirigenten Adam Fischer und den Wiener Symphonikern. Und ich darf mich mit den wunderbaren Worten von Erika Kosner bei Ihnen verabschieden. Sei ein Mensch und handle danach.